Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir den Halbwindkurs. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Im letzten Video haben wir gelernt, dass wir nicht direkt in den Wind hinein segeln können, da die Segel nach hinten ausgeweht werden, wenn der Bug in den Wind zeigt und sich nicht mit Wind füllen können. Wir haben gelernt, dass wir, um segeln zu können, vom Wind abfallen müssen, und zwar ungefähr 45 Grad. Dann füllen sich die Segel das erste Mal mit Wind und wir können mit Vortrieb durch Auftrieb schräg nach vorne fahren. Der erste Kurs, den wir fahren können, ist der Amwindkurs. Beim Amwindkurs hatten wir gelernt, dass die Segel möglichst dicht geholt werden müssen, dass die Fock fast bis an den Hohlepunkt herangezogen wird und das Ende des Baumes, die Baumnock, über der Lee-Ecke des Hecks steht. Das war das, was wir im letzten Video gelernt hatten. Wie gesagt, wir sind 45 Grad vom Wind abgefallen und können jetzt das erste Mal den Wind nutzen und damit segeln. Was passiert aber, wenn wir weiter abfallen? Wir kommen auf den Halbwindkurs. Das ist der Kurs 90 Grad zum scheinbaren Wind. Man kann natürlich auch die ganzen Kurse dazwischen segeln, aber um der Sache einen Namen zu geben, gibt es die folgenden Kurse: im Wind, den Amwindkurs, den Halbwindkurs, den Raumwindkurs und den Vorwindkurs. Die entsprechenden Gradzahlen findet ihr in verschiedenen Kursdiagrammen in meinem Buch. Wir fallen also vom Amwindkurs ab und der Steuermann gibt dazu wieder Kommandos, und zwar 4 auf die Schoten auf Halbwindkurs. Jetzt ist die Frage, wie weit müssen denn die Segel aufgeführt werden, damit sie richtig für den Halbwindkurs eingestellt sind? Es gibt dafür eine Faustregel, und zwar ist die Großschot mit einem Flaschenzug, einem sogenannten Block, am Baum befestigt. Und bei vielen Booten ist es so, dass man das Großsegel für den Halbwindkurs so weit aufführt, dass dieser Block über dem Leerrand des Rumpfes steht. Der Vorschoter öffnet einfach das Segel, bis es flattert, und warum er das tut, das erkläre ich gleich. Wenn wir das Großsegel schon so weit wie gerade beschrieben auf Amwindkurs öffnen, dann steht es natürlich nicht richtig für den Amwindkurs. Deswegen wird wahrscheinlich das ganze Großsegel oder nur sein Vorlieg killen. Die Fock flattert auch, weil sie ja momentan noch zu weit aufgeführt und damit noch nicht richtig eingestellt ist. Der Steuermann gibt also das Kommando: 4 auf die Schoten auf Halbwindkurs und zieht an der Pinne. Das Boot fällt ab und das Großsegel killt, und sobald wir den Halbwindkurs erreicht haben, müsste das aufhören und das Segel ruhig stehen. Die Fock flattert jetzt noch, der Steuermann stellt die Pinne gerade und sagt: Halbwindkurs liegt an. Jetzt holt der Vorschoter die Fock gefühlvoll so weit an, bis diese auch wieder ruhig steht. Den Halbwindkurs so zu finden, ist aber relativ unsicher. In der Praxis wird man sich nach dem Verklicker richten. Man fährt also auf dem Amwindkurs, fällt ab und schaut auf den Verklicker, bis dieser im 90-Grad-Winkel zum Boot steht. Dann stellt man die Pinne gerade, gibt das Kommando Halbwindkurs liegt an und der Vorschoter holt das Vorsegel so weit an, bis es nicht mehr flattert. Das mit dem killenden Vorlieg wollte ich nur mal erwähnen, damit ihr erkennt, dass das Segel nicht richtig eingestellt ist, wenn es das tut. Wenn der Verklicker also den Halbwindkurs anzeigt und das Vorlieg des Großsegels killt, muss man halt etwas mit der Großschot spielen, bis das Segel wieder gut steht. In der Praxis wird man auch nicht erst die Segel öffnen und dann abfallen, sondern während des Abfallens ganz langsam passend zum Kurs die Segel öffnen und damit erst aufhören, wenn man den Halbwindkurs erreicht hat. Mit dem Abfallen wird das Großsegel geöffnet, mit der Fock ist es das gleiche. Sie wird während des Abfallens immer gerade so weit geöffnet, bis sie flattert, und dann bei Erreichen des Halbwindkurses angeholt, bis sie schön steht. Die Kommandos beim Abfallen auf den Halbwindkurs waren also: 4 auf die Schoten auf Halbwindkurs und Halbwindkurs liegt an. Und wenn wir wieder anlufen, heißt es: hol an die Schoten auf Amwindkurs und bei Erreichen des Amwindkurses: Amwindkurs liegt an. Im nächsten Video zeige ich euch dann, was passiert, wenn wir vom Halbwindkurs weiter abfallen. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich den Raumwindkurs. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!